heute ein recht ernsthaftes Thema, trotzdem müssen wir es behandeln. Wir haben eine Mail bekommen von einem Zuschauer, der gesagt hat, macht mal darauf aufmerksam, mir ist schon wieder das Gleiche passiert. Er wurde abgepasst auf der Autobahn. Uns ist das auch schon passiert, ja, aber wir haben nicht angehalten. Wie war das damals? Das war auf der Autobahn Spanien, wir sind nach Barcelona gefahren. Kannst du dich daran erinnern? Ja, genau. Wir waren nach Barcelona unterwegs und auf einmal kam irgend so ein kleines Fahrzeug also hat irgendwie gehupt, glaube ich. Da hast du gemeint, da ist irgendjemand, der macht gerade auf sich aufmerksam. Italienisches Kennzeichen. Haben wir danach erst gemerkt? Ja, danach erst. Aber genau, und dann waren wir dann alle ein bisschen nervös. Ne? Was ist jetzt los? Ne? Ist irgendwie vielleicht irgendwie Rad ab oder Platten oder irgendwas? Ne? Und die haben dann halt gewunken und gezeigt und getan. Und ich glaube, einer hat irgendwie ein Schild auch noch hochgehalten. Und dann dachte ich, ja, was ist das denn jetzt für ein Fahrzeug? Und wir gucken so runter, ne? Wir waren da noch in so einem kleinen Bus gesessen alle. Und Und was habe ich gesagt? Das war vor 5 Jahren ungefähr. ja, was hast du gesagt? Ich weiß nicht Ich habe mehr. gesagt, wir fahren einfach weiter. Das ist ein Fake. Und da haben sie es 3, 4 Mal probiert. Das Ja, war die sind auf unserer Höhe gefahren, immer wieder, ne? Und haben versucht und immer so hinzudeuten und zu zeigen und dass das wichtig sei und haben gestikuliert mit Händen und mitten auf der Armen. Autobahn war es, Mitten ja. auf der Autobahn wohlgemerkt, ne? Stimmt, ich hab denen noch mein Handy gezeigt oder irgendeine Kamera habe ich denen noch gezeigt, dass ich gerade was mache und dann sind sie weggefahren. Genau, und dann haben sie uns überholt und ich dachte ja so, oh, jetzt kommt aber hinten so, ne, so bitte folgen, so ungefähr. Nee, die sind dann rechts schnell, zügig von der Autobahn wieder runtergefahren. Und Abgehauen. Abgehauen, genau, weil sie gemerkt haben, bei denen ist nichts zu holen oder Nee, die wollen nicht anhalten. die wollen nicht anhalten. Ja, aber genau. Also viele halten ja an, es gibt da 2 Tricks. Es gibt einmal den Auto- und Punktiertrick, kennst du den? Leute gehen hin beim Tanken, wenn du an der Raststätte bist und machen dir ein kleines Loch in den Autoreifen rein, Oh, okay. sodass du, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber das ist wohl so wenig Luft kommt da raus, dass du erst, wenn du getankt hast und gefahren bist, dann deine Reifenpanne hast, damit sie anhalten können. So, und wie das Ganze funktioniert, wir haben euch mal ein paar Videos rausgesucht, denn leider haben wir es nicht mitgefilmt, aber es gibt da ein paar anschauliche Videos. Starte mal bitte das letzte, das ist eigentlich am interessantesten. So, da hat nämlich einer eine Dashcam gehabt, wenn du mal Vollbild machst. Kann man es eigentlich ganz schön sehen. Warte, ich halte es einfach da vorne hin, da sieht man es eigentlich ganz gut, dass man da hat. Also der hält jetzt an, ich blende es aber sowieso nochmal komplett ein, dass wir es sehen. So, jetzt hält er an, fährt zurück. Das ist übrigens auch immer die Taktik. Die Leute fahren zurück, öffnen direkt den Kofferraum. Das fällt den Leuten natürlich gar nicht auf, weil die sind so in Hektik. Er macht den Kofferraum auf. Da siehst du, wie professionell das Ganze ist, siehst du es? Ja, ja. Und da fragst du dich, warum? Ja, also das wäre mein erster Gedanke, ne? Warum zur Hölle macht er das Ding da auf? Was soll das, ne? Aber die stehen ja rechts an der Seite. Das heißt, die steigen ja aus, aber meistens steigen die aus und gehen dann direkt rechts an die Seite. Also jetzt steigt er aus und da ist ein Komplize im Auto drin. Das heißt, der Fahrer macht den Kofferraum auf. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Der Komplize steigt über die Fahrerseite aus, dass man ihn nicht sieht in dem Winkel. Ich hoffe, du kannst es sehen. Geht dann ins Auto rein, das sieht man leider nicht, das zeige ich euch gleich im nächsten Video, da ist es nämlich gefilmt, holt irgendwas raus, eine Tasche oder sowas und der andere lenkt die ab und spricht an der Seite, Genau. packt die Tasche. Genau, während die sich unterhalten, denen wahrscheinlich irgendwelche Daten aufnimmt oder irgendwas, was auch immer, irgendwas vorspielt, vorgaukelt, räumt der andere schön das Auto aus. Aber ganz vorsichtig, macht ganz vorsichtig dann die Türen auf und zu, das sieht man auch gleich und gibt dem anderen dann ein Zeichen. Jetzt müsste er eigentlich gleich rauskommen, hat das Auto schon durchsucht, die anderen reden wahrscheinlich rechts an der Seite. Die halten die dann im Schach, zeigen irgendwas, das sieht man gleich in einem anderen Video, das zeigen wir euch auch gleich auch noch. Gibt es also richtig gute, anschauliche Videos, die da sind. Jetzt geht er zurück. Hast du gesehen, die Tasche hat er eingeräumt? Ja. Alles schön rein in den Kofferraum und lässt den Kofferraum auf. Der andere kriegt jetzt wahrscheinlich ein Zeichen, dass sie es ja nicht merken. Und ja, macht schnell Kofferraum zu und haut ab. Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Weg sind sie. Wie das Ganze funktioniert, können wir euch gleich mal zeigen in dem ersten Video. Am besten machst du mal das erste Video auf. Da haben wir nämlich was Interessantes. Hier hat nämlich die Autobahnpolizei von einer Überwachungskamera. Lass mich mal gucken. Ich will das jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Nee, ist egal. Ich blende es ja ein. Okay. Dass wir das mal zeigen. Machen wir Start. Also das ist die Situation auf der Autobahn. So, und da sieht man das also eigentlich ganz gut. Er hält an. Jetzt steigen die aus. Er fährt wieder ran, siehst du?
Guck hier, geht ganz schnell rein, fängt an zu klauen, der andere wird abgelenkt. Er kriegt jetzt ein Zeichen, jetzt sieht sie es sogar, kann aber nichts mehr machen und Feuer weg. Das war die Situation. Ein drittes Video haben wir gefunden. Also das ist wirklich eine ganz bekannte Masche. Kurz mal gucken. Also fahren auf der Autobahn und das ist dieses Rauswinken, was wir erlebt haben. Das sieht man eigentlich hier ganz gut. Also kommen, fahren neben dir und fangen an, hier, winken, blinken, Zeigen, irgendwas zeigen, an. halt an. Genau, man denkt wirklich, oh Mist, ich muss runter von der Straße, ich bin eine Gefahr für die anderen. Die nutzen das halt wirklich aus. Ne? So, jetzt fahren sie wieder weg, siehst du, weil es nicht gleich funktioniert hat. Ja. Das heißt, das ist der Trick. Also, klare Sache, wenn sowas passiert, was machst du denn dann? Du denkst ja, da will dir vielleicht einer helfen. Du hast eine Reifenpanne oder irgendwas. Wie geht man da vor? Da ist guter Rat teuer, mitten auf einer Autobahn, einer fremden Autobahn. Ja. Was ist dein Tipp? Mein Tipp, also soweit ich mich erinnere, es ist jetzt natürlich die Frage, ob die Autobahnpolizei in Spanien genauso aussieht. Aber die spanischen... Es könnte ja zivil sein. Ja, es könnte zivil sein, das ist eben die Frage. Also wenn ich würde wahrscheinlich alle Knöpfe unten lassen, da soll mir erstmal weiterfahren. Seinen Ausweis zeigen, wenn überhaupt. Ne? Also ich würde aussteigen, ich würde eventuell, wenn ich mir unsicher bin, ich höre Geräusche, dann schon mal ranfahren, ja, dann ja. aber nicht aussteigen. Genau, nicht aussteigen, erstmal alles schön zulassen und den Ausweis zeigen lassen. Wenn kein Ausweis kommt, dann Polizei rufen. Das Beste wäre allerdings, wenn man merkt, da ist nichts. Also du merkst ja, wenn es jetzt rappelt oder es wird unsicher oder irgendwas, ja, am besten gar nicht anhalten. Genau, gar nicht anhalten. Das ist, denke ich, auch das Einfachste und das Schnellste. Vor allem, also wenn wirklich das die Polizei ist, dann kommt auch tatsächlich die Kelle oder sonst irgendwas Offizielles oder ich denke mal auch das bitte folgen. Aber was ich sagen wollte, die Fahrzeuge, die spanischen Polizeiautos sehen ganz anders aus. Die haben doch diese, wie nennt man diese vorne dran, diese aus Metall, diese Die Kuhfänger. Die Kuhfänger. Haben die das in Spanien? Ja, die sehen richtig extrem aus und die sind auch wirklich wie beim Militär ausgestattet gewesen. Ja, das siehst du ja dann nicht. Also es könnte ja... Wenn sie im Auto sitzen, natürlich nicht. Aber das Auto selber sieht anders aus natürlich. Aber wie du gesagt hast, wenn es zivil ist, weiterfahren. Also interessant ist, es ist eine spezielle Autobahn, die davon betroffen ist. Ist eigentlich, ich glaube, diese Sonnenstraße, die runtergeht von der französischen Grenze runter nach Spanien, die ist extrem betroffen. Okay, dann Man sollte über die Grenze, ne? Aber passiert wieder einem Kumpel von mir auch wieder Thema ausgeraubt während dem Schlafen auf der Autobahnraststätte. Also was machen wir immer? Auf keinen Fall. Immer an öffentliche, tatsächlich immer Campingplätze fahren und ja nicht irgendwo wild campen. Also wollen wir auch nicht. Wir haben das einmal in Australien gemacht. Weißt du noch, da standen wir dran und du konntest gar nicht schlafen. Ich konnte gar nicht schlafen, weil da irgendwelche Kratzgeräusche von irgendwelchen Tieren draußen waren. Also was habt ihr erlebt an Erfahrungen zum Thema Fahrstellen? Ist euch das schon mal passiert, dass jemand euch versucht hat rauszuwinken? Und wo war das? Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, denn das ganz wichtige Thema wollten wir da mal behandeln. Vielen Dank zu dir, Marlene. Ist kalt? Ja, es ist wirklich kalt. Wir drehen heute der wievielte ist heute? Der 5. Dezember. Der 5. Dezember, Zweiter Advent. Und lieber, ich sag mal, Herr X, der uns angeschrieben hat. Wichtiges Thema, haben wir heute mal berichtet und danke auch dir, Marlene. Du hattest aber keine Angst. Das heißt, wir haben die Situation damals gar nicht so richtig wahrgenommen, oder? Nö, wir haben ja einen kleinen Familientrip. Deine Tochter war ja noch dabei gewesen und der kleine Sohnemann. Nach Barcelona mit dem Kleinbus. Wir wollten mit dem Kleinbus shoppen fahren, so ein bisschen Barcelona entdecken und ja, ich saß nur da und dachte mir so, was ist das? Was wollen die denn jetzt? Alles klar. Tschüss, Marlene. Ciao.